Was ist eurer Meinung nach sinnvoller, zu heiraten und eine Familie zu gründen oder alleine die Welt zu bereisen und eine Karriere im Ausland zu machen? Ganz klar, erstmal die Welt sehen und Karriere machen. Wir leben im Jahr 2026, die Zeiten haben sich komplett geändert. Eine Ehe bedeutet heute oft finanzielle Abhängigkeit, besonders für Frauen, und das ist wie ein Glücksspiel. Ich will finanziell absolut unabhängig sein und meinen eigenen Weg gehen. Heiraten kann man auch noch mit Ende 30, wenn der absolut Richtige kommt. Vorher will ich mein Leben niemandem anpassen. Ach, die Jugend von heute immer nur Karriere, Selbstverwirklichung, Reisen. Aber wissen Sie was, wenn man 60 oder 70 ist, wärmt einen die Karriere nicht im Winter. Die Hotelzimmer im Ausland sind einsam. Ein Mensch braucht Wurzeln. Es ist viel sinnvoller, jung zu heiraten, eine Familie zu gründen und zusammen etwas aufzubauen. Am Ende des Lebens zählen nicht die Stempel im Reisepass, sondern die Menschen, die an deinem Tisch sitzen. Ich sehe das zwiegespalten, aber tendiere eher zum Reisen und zur Karriere. Ich habe selbst mit Anfang 20 geheiratet und direkt Kinder bekommen. Ich liebe meine Familie absolut, aber ich habe das Gefühl, meine eigenen 20er verpasst zu haben. Man kennt sich selbst in dem Alter noch gar nicht richtig. Ich rate jungen Leuten immer, geht raus, seht die Welt, macht ihre Fehler und findet heraus, wer ihr seid. Heiraten läuft nicht weg. Ganz ehrlich, eine Hochzeit kostet heute einfach zu viel Geld. Ich investiere lieber in meine finanzielle Freiheit und reise als digitaler Nomade durch die Welt. Familie kann später kommen. Heiraten? Auf gar keinen Fall. Viel zu früh. Ich will erstmal mein Studium fertig machen, reisen und das Leben genießen. Für eine Familie hat man später noch so viel Zeit, man muss sich doch jetzt nicht schon festlegen. Ich finde es total schön, jung zu heiraten und früh Kinder zu bekommen. Man wächst einfach zusammen auf und kann später mit dem Kind die Welt bereisen. Warum sollte man damit warten, bis man alt ist? Familie und Abenteuer schließen sich doch nicht aus. Ehrlich gesagt schließt das eine das andere nicht aus. Wenn man die richtige Partnerin findet, kann man doch perfekt zusammen Karriere machen und die Welt entdecken. Ich will mich nicht zwischen Liebe und Erfolg entscheiden müssen. Das Beste ist, beides zusammen zu erleben. Glaubt ihr, dass man in der heutigen wirtschaftlichen Lage überhaupt noch beides schaffen kann? Oder muss man sich im Leben immer für eine Sache opfern? Ich glaube, man kann beides schaffen, aber nicht gleichzeitig. Man muss im Leben Prioritäten setzen. Erst kommt die eigene Entwicklung und die Familie hat dann später Platz, wenn man stabil ist. In der heutigen Wirtschaft unmöglich ohne Opfer. Wer beides will, brennt am Ende nur aus. Man muss sich realistisch entscheiden. Entweder finanzielle Freiheit oder die Verantwortung für eine Familie. Man muss sich definitiv opfern. Wenn ich sehe, wie teuer alles geworden ist, vergeht mir die Lust auf eine Familie. Ich opfere lieber die traditionelle Ehe, um meine Freiheit nicht zu verlieren. Man muss sich doch nicht opfern. Man braucht nur den richtigen Partner, der genauso denkt. Wenn man die Kosten teilt und zusammen an einem Strang zieht, kann man Krise und Karriere zusammen meistern. Es ist verdammt schwer in der heutigen Lage, das stimmt. Aber man opfert sich nicht, man baut sich zusammen etwas auf. Mit der richtigen Person an der Seite wird die finanzielle Last halbiert, nicht verdoppelt. Für mich bedeutet Opfer, meine Unabhängigkeit aufzugeben. In dieser Wirtschaft ist es viel klüger, erst ein starkes Fundament aufzubauen. Mit Mitte 30 kann man immer noch ohne finanzielle Sorgen eine Familie gründen.